Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich würde gern persönlich mit Ihnen heute sein. Leider ist das nicht möglich. Ich möchte Sie sehr herzlich grüßen, im Namen von der Reading Düsseldorf Association und hoffentlich auch im Namen von allen in Großbritannien, die freundliche Beziehungen mit Deutschland und besonders mit Nordrhein-Westfalen entwickeln wollen. I'd like to give a particular hello to my friends who will be speaking later, Peter Brock from the Deutsch-British Gesellschaft and Consul General Rafe Courage. Today in England, we recall the 450th anniversary of an important event in our history, when a small group tried to blow up the King and Parliament. In a strange way, that celebration reminds us of the peace and democracy that has developed since then, and which we would like to share with all nations. They're not always perfect, especially when decisions are made that we may think are deeply mistaken, but they are always immensely valuable. But for today, it is more important to remember the events just after the war. Our countries had fought. They had caused much death and destruction. They could easily have stored up enmity. But in 1946, Britain quickly enabled Nordrhein-Westphalia to gain a measure of self-government. And at Christmas that year, the British commander, Major General Collins of the Royal Berkshire Regiment, appealed to towns in Berkshire to give help to hungry people in Nordrhein-Westphalia. In Reading, where I now live, the Mayor, Phoebe Custon, supported the appeal with enthusiasm. She collected about £100 and about half a ton of food. In August the next year, 1947, she visited Düsseldorf to see the conditions for herself, and she arranged for 6 children from Düsseldorf to stay in Reading for 3 months the next year. One at least of those children is still in touch with the girls she stayed with in Reading. I won't tire you with all that has happened since. Groups of children exchanged annually until school exchanges were well established. There are links between city authorities and between schools, sports clubs, choirs, orchestras, artistic groups, churches, and many others. Very recently, people involved in gay pride in both places have offered to bring new support to the friendship. We want to be involved with every part of the community. I expect we will hear later how Düsseldorf supports students who come from Düsseldorf and study in the University of Reading. Young people from a Berufskolleg in Düsseldorf come to Reading each year for work experience. Runners from Reading compete in the Düsseldorf Marathon. We share one another's joys and sorrows. Many people ask whether Brexit will change all this, but why? We built our friendship before the European communities and before Britain joined them, and we intend to continue. It will make doing business harder, but we've not had much success in involving business in the city friendship anyway. The pandemic is a much larger problem for us at the moment. But we have achieved something much more important than links between institutions. We have achieved friendships. I know at least one woman from Düsseldorf who has married a Reading man. There may be more. Many people have lifelong friendships. When my wife and I celebrated our golden wedding in August with a Zoom conference, we were serenaded with a specially adapted song by a group of singers from Düsseldorf. The relationship between Reading and Düsseldorf started well with practical help and reconciliation. It continues with friendship and even love. I hope that this conference will help us all to work together even more strongly for many years to come. Thank you. Dankeschön nach England, in dem Fall nach Großbritannien. Und das war die Reading-Seite. Und jetzt wollen wir live hören, wie man das in Düsseldorf aufgenommen hat. Das klang ja alles durchaus sehr positiv. Ich freue mich, dass Sonja Weyers uns
zugeschaltet ist vom Büro für internationale und europäische Angelegenheit unserer schönen Landeshauptstadt. Und Frau Weyers, wir haben ja schon gesagt, wir wollen dieses Corona-Thema um Gottes Willen jetzt nicht überstrapazieren, sondern nach vorne schauen. Aber trotzdem Einsatz vielleicht kurz an Sie. Lief eigentlich zwischen Düsseldorf und Reading in diesem Corona-Jahr 2020 irgendetwas? Ist was gelaufen oder waren alle in Schockstarre und alles ist auf Eis gelegt worden in den vergangenen Monaten? Ja, hallo. Erstmal danke, Herr Bandermann, für die Ankündigung und ich hoffe, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können mich hören. Ja, danke für diese Frage. Es ist eine berechtigte Frage und so wie es wahrscheinlich viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch sagen werden, musste natürlich einiges verschoben werden, aber nicht aufgehoben. Wir hatten das Glück, dass wir einige Projekte durch das große Engagement der Bürgerschaft auch digital weiterführen konnten. Düsseldorf nimmt immer teil an dem Reading Fringe Festival, das jedes Jahr stattfindet, ein Musik- und Kulturfestival, was dieses Jahr in den digitalen Raum gelegt wurde. Und auch da haben Künstlerinnen und Künstler aus Düsseldorf daran teilgenommen. Das Reading Symphony Orchestra und das Orchester der Landesregierung Düsseldorf haben ein Konzert online aufgenommen und online dann auch veröffentlicht. Das war natürlich, wie Sie sich vorstellen können, eine große Herausforderung, hat aber gut geklappt. Schüleraustausche mussten dieses Jahr leider auf Eis gelegt werden aber hoffentlich dann im nächsten Jahr wieder aufgegriffen. Und so wie wir viele Sachen dieses Jahr leider nicht in persona durchführen konnten, haben wir jedoch nicht aufgehört zu planen. Und wir hoffen natürlich, dass irgendwann auch mal ein Ende der Eingrenzungen stattfinden wird, die diese Pandemie uns allen auf dieser Welt auferlegt. Deshalb gucken wir positiv in die Zukunft und planen für nächstes Jahr einen Schüleraustausch mit einem Gymnasium in Reading und einem Gymnasium hier in Düsseldorf. Dafür haben wir einen wundervollen Partner gewonnen, das Englische Theater in Düsseldorf. Es wird ein Theater-Schülerprojekt werden, bei dem europäische Themen in Form von Theater erarbeitet werden von den Schülerinnen und Schülern. Dieser dreitägige Theaterworkshop wird hier in Düsseldorf stattfinden. Natürlich nur unter den Bedingungen, dass wir das durchführen können im Angesicht der Pandemie. Aber wenn das so sein sollte, dann wird es hier stattfinden und die Schülerinnen und Schüler können gemeinsam Themen zu Europa bearbeiten. Klimawandel, Identität, der Brexit wird ein Teil davon sein. Die 75 Jahre deutsch-britische Freundschaft werden in den Workshops behandelt und da blicken wir freudig drauf hin und hoffen, dass das auch klappen wird. Alles ist soweit vorbereitet. Wir haben eine Förderung vom Land dafür bekommen, von der Förderung Europa bei uns zu Hause. Also so wie wir dieses Jahr eingeschränkt wurden, hoffen wir, dass es aber dann irgendwann weitergeht und wir sind in der aktiven Planung und lassen uns daran, so gut wir es können, uns nicht hindern. Lassen Sie mich vielleicht einen Punkt einhaken, das fand ich sehr spannend, dieses Theaterprojekt, junge Leute, sagten Sie, und Sie wollen auch politische Themen ansprechen, die die Jugendlichen selbst suchen werden. Da habe ich mir gerade gedacht, ist das nicht vielleicht ein bisschen zu brisant? Erstens haben die Jungen überhaupt Interesse an Politik, ist ja so ein gängiges Vorurteil, ist wahrscheinlich schon nicht so, aber können Sie sich das trauen, dass Deutsche, also Düsseldorf und Kinder aus Reading über den Brexit reden, kriegen die sich da nicht in die Haare? Trauen sie sich das wirklich, dieses Thema, diese heiße Kartoffel anzufassen? Ja, also das hat ja nicht so viel mit Trauen zu tun im Sinne von, also wir müssen das Thema ja behandeln. Das ist wichtig für alle, aber ja natürlich vor allem für die jungen Leute. Und dieser Workshop soll das Thema behandeln, wie sehen denn die jungen Leute ihre Zukunft in Europa? Wie geht es nach dem Brexit weiter? Da haben ja junge Menschen auch vielleicht nochmal ein anderes Gefühl zu als Menschen einer älteren Generation. Also wir möchten einfach den Jugendlichen eine Plattform für ihre Stimme geben und sich austauschen können. Vielleicht haben die Jugendlichen
hier in Düsseldorf also sehr wahrscheinlich ein anderes Verhältnis dazu, eine andere Sichtweise. Und es ist wichtig auch, sich einmal in die Sichtweisen anderer hineinzuversetzen, um vielleicht Probleme besser zu erfassen, anders zu verstehen, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir haben sehr fähige Workshopleiter, alles Muttersprachler, englische Muttersprachler, die sich damit schon auch lange jetzt auseinandersetzen. Deshalb wird es auch da eine gute Betreuung geben und dann wird sich mit dem Thema auseinandergesetzt und dann mit dem Medium Theater soll es halt die Gefühle der Jugendlichen ausgedrückt werden. Und es ist natürlich jetzt kein leichtes Thema in dem Sinne, was ist ja wichtig und es beschäftigt auch die jungen Leute, glaube ich, mehr als wir das glauben. Deshalb ist es wichtig, dass die gehört werden. Okay, danke. Kurze Schlussfrage vielleicht. Das hört sich fast so an, als wenn Sie der Brexit gar nicht tangiert. Keine Einschränkungen, keine Verschlechterung. Sie sind richtig optimistisch und guten Mutes. Ja, also ich finde, der Herr Dimmick, den ich auch persönlich sehr gut kenne und schätze, hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Und zwar die Pandemie schränkt uns mehr ein als der Brexit. Unsere Städtefreundschaft begann schon, bevor der Grundstein für die heutige EU überhaupt gelegt wurde. Unsere Städtepartnerschaft ist schon über 30 Jahre aktiv, die Städtefreundschaft über 70 Jahre und die ist ja nicht gekoppelt an eine Mitgliedschaft innerhalb der EU. Die haben wir uns diesen Partnerschaftsvertrag sind beide Städte ja freiwillig eingegangen und auch schon, wie gesagt, vor einer sehr langen Zeit und das werden wir nicht an eine Mitgliedschaft in der EU koppeln. Deshalb wird das aus unserer Sicht und von unserer Seite ganz genauso weiter gepflegt wie vorher. Wir werden wahrscheinlich vor einige größeren organisatorischen Aufwände gestellt, was jetzt vielleicht Einreisebedingungen oder Visa etc. bei Schüleraustauschen geht. Fördergelder für sowas wie Erasmus Plus würden natürlich wegfallen. Aber an unserer städtepartnerschaftlichen Arbeit wird das gar nichts ändern. Wunderbar. Ich drücke Ihnen die Daumen, ich hoffe, alle drücken Ihnen die Daumen, dass das genauso funktioniert, wie Sie sich das wünschen. Man merkt das auf jeden Fall, dass bei Ihnen im Büro bereits sehr viel Enthusiasmus für diese Aufgabe und für dieses Thema ist. Also toll, Dankeschön, dass Sie uns aus Düsseldorf darüber heute Morgen berichtet haben. Und von Düsseldorf, aus der Metropole, wechseln wir gleich ein paar Kilometer weiter, quer durch Nordrhein-Westfalen, in einen Landkreis, einen wunderschönen Landkreis ins Sauerland. Denn der Hochsauerlandkreis, auch der hat eine Partnerschaft, natürlich naheliegend mit einer anderen schönen Gegend, einer anderen schönen Region, nämlich mit der Region West Lothian in Schottland. Das liegt, ich würde sagen, zwischen Glasgow und Edinburgh. Und in diesem Hochsauerlandkreis gibt es entsprechend auch eine Partnerschaftsvereinigung West Lothian Hochsauerlandkreis e.V. Und dessen Vorsitzender ist Sebastian Schüttler, den ich jetzt hoffentlich als nächsten begrüßen kann. Und ihn einfach auch schnell ausfragen. Hallo, Herr Schüttler. Ja, Ihre Partnerschaft gibt es noch nicht seit den 40er Jahren, aber immerhin schon seit 1972 gibt es diese Kontakte, damals noch von Arnsberg nach West Lothian. Wie schätzen Sie im Hochsauerlandkreis, auch in Rücksprache mit Ihren Freunden in Schottland, wie schätzen Sie im Moment die Situation ein? Auf was stellen Sie sich in Zukunft ein, Sebastian Schüttler? Ja, hallo. Herr Bannermann, vielen lieben Dank für die Frage. Ich glaube, in dem Falle kann ich auch für unsere Freunde aus Schottland sprechen, dass es eigentlich für uns ein Ansporn war, noch mehr zu machen, noch intensiver tätig zu werden und die eine oder andere Sache noch ein bisschen mehr zu forcieren, im Speziellen was den Schüleraustausch betrifft, was den Praktikantenaustausch betrifft und was den Austausch von Kultur und Musik betrifft. Ich glaube, da haben wir das eine oder andere erreicht, aber nichtsdestotrotz, man überprüft sich ja immer selber und wir haben letztes Jahr mehr gemacht als in den Jahren davor, nach der Brexit-Entscheidung und eigentlich war der Plan, dieses Jahr auch noch ein bisschen mehr zu machen. Das hat nicht wirklich alles geklappt. Wir haben nichts
an sich nichts ausfallen lassen. Wir haben viele Sachen verschoben und starten in das kommende Jahr mit vielen guten Gedanken. Ich habe gesehen, dass zum 40. Jahrestag Ihrer Region, Ihrer regionalen Partnerschaft, haben Sie Bäume gepflanzt in Brilon, im Briloner Bürgerwald, 40 für 40 Jahre. Und der Plan war dann, ich weiß nicht, ob jedes Jahr einen Weizen zu pflanzen, ich weiß nicht, ob genau dort oder anderswo. Jetzt würde mich natürlich interessieren, 2020 ist einer dazugekommen? Und wenn ja, wo? Es ist einer dazugekommen und wir haben das sehr kleine Zeitfenster genutzt, was wir diesen Sommer hatten, wo man sich mit mehreren Leuten auch treffen konnte. Und parallel gab es das Zeitfenster in Schottland auch in diesem August und wir haben einen Baum gepflanzt mit Kindern und Jugendlichen an einer Förderschule in Arnsberg und parallel in Beecraigs Country Park in West Lothian. Weil wir das nicht zusammen machen konnten, haben wir das parallel gemacht. Das heißt, nicht nur am selben Tag, sondern in derselben Minute ein Baum im Sauerland und ein Baum in West Lothian, unser Baum für 2020. Die Bäume stehen da und wir haben an die Bäume jeweils ein Schild angebracht mit den Geokoordinaten des Partnerbaumes, damit jeder Mann und jeder Frau im Vorbeigehen auch sehen kann, eigentlich steht der Baum nicht alleine da, er steht mit vielen anderen Bäumen da und eigentlich steht er auch symbolisch für die Partnerschaft, für den Partnerbaum im Partnerkreis. Das hat eine der wenigen Aktionen, die dieses Jahr stattgefunden hat. Da hatten wir zugegeben ein bisschen Glück, dass es genau vom Zeitfenster gepasst hat mit den Bedingungen, die wir hatten. Wenn Sie jetzt also aufs kommende Jahr gucken oder auf die kommenden Jahre, und wir diskutieren jetzt mal nicht daran, ob die Schotten vielleicht irgendwie sich nochmal abtrennen und zurück nach Europa kommen, das ist jetzt, glaube ich, eine Ebene, die wollen wir nicht diskutieren, aber wenn Sie so vorausgucken, glauben Sie, Sie werden diese Partnerschaft aufrechterhalten können ohne fremde Unterstützung, oder gibt es sowas wie eine Botschaft, eine Forderung, die aus dem Hochsauerlandkreis vielleicht an die höhere Politik kommt? Wie wäre da etwas, was Sie formulieren würden, auch aus Ihrer praktischen Erfahrung? Also aus meiner praktischen Erfahrung kann ich erstmal sagen, dass Politik und Verwaltung sowohl im Hochsauerlandkreis als auch in West Lothian der ganzen Sache, der ganzen Partnerschaft und auch dem Europagedanken grundsätzlich sehr positiv gegenüberstehen. Sonst würde das nicht funktionieren seit mittlerweile 48 Jahren. Das muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich hängt es immer an den handelnden Personen, da werden mir alle recht geben. Aber der Grundgedanke trägt sich da durch. Und ich glaube, das hatte die Frau Weiß ja auch eben angesprochen, das eine oder andere Förderprogramm, was von Brüssel kommt, ausläuft, da müsste man sich wirklich ernsthaft Gedanken machen, was man da weitermachen kann, was von oben kommen kann, damit da einfach Fäden nicht abreißen. Eben war das Bild mit den Fäden, die weltumspannend sind. Das wäre grob fahrlässig, wenn man Jahrzehnte Sachen aufgebaut hat und ein Programm fällt weg, ersatzlos, niemand weiß, wie es weitergeht und dann fehlt der Anknüpfungspunkt. Das können viele Kommunen und Kreise natürlich nicht einfach so schultern und da sind wir immer dankbar für jede Idee, für jede Anregung, die dann auch von oben kommt. Und wenn die Sachen weiterlaufen könnten mit einer wie auch gearteten Übergangsphase, Erasmus Plus ist eben angesprochen worden, dann wäre das wirklich, wirklich hilfreich, um Kontakte nicht abreißen zu lassen. Denn die persönlichen Kontakte, das stellen wir dieser Tage immer wieder fest, sind wichtig. Sehr, sehr wichtig.